Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Die World Boss Woche steht nun an in der Auswertung mit der Challenge mit Strider und Bauer. Und dazu kamen heute neue Statistiken raus, wie die Woche so verlief, Tag für Tag und dann auch nochmal ein Endresultat. Und wir gucken uns das Ganze mal an. Ja, wir haben ja schon ein bisschen jetzt erfahren, dass Strider hier auch gut mitgemacht hatte bei der Challenge. Also gucken wir mal rein, wer hier jetzt vorne gewesen ist. Wir fangen mal an, und zwar am 21. zum 22. Da sind wir hier auf der 1 vorne. Ja, liegt aber auch wahrscheinlich wieder an F9. Strider hinten dran und Bauer hat den Tag gar nichts festgilt. Also also nicht, dass er nicht gespielt hat, sondern er hat einfach nur sein Gold nicht festgilt und dadurch halt 0 Base-Stat-Punkte dazu gewonnen. Ja, warum auch immer. Ne? Gucken wir uns mal Tag 2 an. Dort hat er dann das von gestern dann auch nochmal festgilt und hat dadurch natürlich doppelt so viel bekommen. Ne? Also hat jetzt einen Tag halt eben nicht festgilt so. Deswegen hier eben auch diese Stat-Punkte vom 22. zum 23. Wir sind hier auf der 2, ganz gechillt, bisschen vor Strider, alles easy. Dann kommt Tag 3. Vom 23. bis zum 24. hier. Ja, da sehen wir jetzt einmal, dass Bauer hier auf der 3 ist, ich ganz knapp hinten dran und Strider ja hier schon ein gutes Stück mehr Gold gemacht hatte an dem Tag. Ja, von 24. zum 25. Da sind dann Bauer und ich relativ weit vorne, auch so ungefähr auf demselben Niveau. Strider hier an dem Tag ein bisschen hinten dran. Also man sieht schon, es gleicht sich ungefähr ein bisschen aus. Dann haben wir 25. zum 26. Hier haben wir dann einen großen Vorteil bei Strider und Bauer. Ich weiß nicht ganz genau, wo das dran lag. Warte mal, der 26. Das kann sein, ja stimmt, also das war dann schon wieder ohne Events gewesen. Genau, deswegen waren wir jetzt hier so hinten dran, also jetzt nichts Schlimmes in dem Fall. Das, was wir an den Tag vorher gemacht hatten, haben wir jetzt wieder eingebüßt. Ist halt immer ein bisschen dumm, weil wir mit F9 natürlich immer einen Tag vorher Events haben und einen Tag später auch aufhören, beziehungsweise einen Tag früher aufhören. Ja, dann haben wir 26. zum 27. Hier ist dann wieder eigentlich alles relativ normal. Ja, wir sind hier alle über 300. Strider hat hier fast 400 gemacht an dem Tag und Bauer 331. Ja, und dann haben wir hier den 27. zum 28., wo ich dann wieder einen kleinen Vorsprung gehabt habe. So nichts Weltbewegendes, sind relativ alle so in derselben Range gewesen. So, und ja, das waren so die Tage. Bis zum 28. gestern wurde getrackt. Ja, und dann können wir hier einmal, das hier ist einmal die komplette Woche, die 7 Tage, 7 Scans. Ja, Dankeschön an Strider auch hier wieder an der Stelle, dass er das hier möglich macht. Und dann haben wir hier einmal die komplette Wochenübersicht mit dem World Boss vom 21. bis zum 28. Und hier sehen wir Strider und Bauer relativ even, so von den Stat-Punkten her. Ich ein bisschen hinten dran, ja, lag halt eben daran, dass ich den World Boss nicht ganz so doll gespielt hatte wie die anderen beiden. Dadurch halt eben auch dieser kleine Vorsprung. Ne? Ich hatte ja hier beim World Boss 5,6 Milliarden geholt, minus halt eben auch noch die Platz 4 Platzierung. Ne, was ja dann auch nochmal 600 Millionen Gold minus sind, so, ne, die haben sie natürlich im Vorsprung. Und das macht natürlich dann schon einen Unterschied aus. Ne? Sowohl Bauer als auch Strider waren, glaube ich, auf ihren Servern jeweils auf der 1. Wenn wir mal hier gucken auf F17, dann sehen wir, ja, Bauer auch hier auf der 1 und Strider, da brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Strider war ja auch mit einer der stärksten. Bis auf Furaken war Strider, glaube ich, der Erste. Also Furaken war Erster und Strider, glaube ich, Zweiter. Ja, aber auch auf seinem Server hier Platz 1 Belohnung, was natürlich dann auch wiederum reinscheppert beim Gold. Ne? Aber das war mir schon fast klar gewesen, weil ich halt eben nach dem ersten Tag World Boss auch auf F9 schon mehr oder weniger losgelassen habe, was das Event anbelangt. So, ne? Das ist natürlich, zeigt sich hier dann auch in den Stat-Punkten wieder, haben 200 weniger Base-Stats gemacht. Ne? Ja, war mit zu rechnen. Damit ist Strider jetzt wieder ein bisschen vor mir. Ja,
sind aber noch alle relativ noch okay beisammen, sag ich mal. Das ist hier jetzt die Auswertung vom 30.06. bis zum 28.07. Also das ist jetzt quasi so das, was wir den ersten Monat gemacht haben an Base Stats. Also wir haben hier jetzt alle über 10.000 geschafft, innerhalb von einem Monat zusammen zu kratzen. Und ja, Bauer hier auf der 1 mit über 11.000. Ja, Strider hier mit 200 Base-Stats-Punkten. Ungefähr vorne ist jetzt der Abstand, der jetzt durch den World Boss entstanden ist. Ne? Der Abstand wird jetzt bis zum nächsten Event auch bleiben. Also ein Elevator natürlich nicht. Da wird es wahrscheinlich auch relativ even sein, so vom Fortschritt her. Da kann man jetzt nicht sehr viel Gold mehr rausholen durch Pay-to-Win. Das Einzige, was man da payen kann, sind halt die Schokomünzen für die einzelnen Etagen, aber das war's, das ist nicht wirklich worth. Das bringt nicht wirklich viel Gold. Und von daher können wir erst im September zum Legendary Dungeon wieder etwas mehr an Abstand gewinnen, beziehungsweise jetzt erstmal wieder versuchen aufzuholen, ja, weil durch den World Boss wurden wir jetzt halt zu Strider 200 Punkte zurückgeworfen, was, womit ich anfangs nicht gerechnet hätte, weil ich gedacht habe, okay, ich werde gut reingehen in den World Boss, aber dann halt eben sehr schnell durch die Server-Downtime die Lust verloren habe dabei und ja, genau, jetzt sind wir halt eben so ein bisschen im Rückstand, waren immer relativ even gewesen. So ist jetzt halt eben der Abstand durch das erste Pay-to-Win-Event, was jetzt hier mit dazu in die Rechnung mit reinzählt. Und genau, trotzdem aber eine gute Leistung bisher, würde ich sagen. Ja, also in einem Monat über 10.000 Stat-Punkte Base-Stats zu machen, ist, denke ich mal, okay. Aber da geht natürlich dann auch immer noch mal ein bisschen mehr. Ja, jetzt heißt es erstmal bis September chillen. Ja, also Juli haben wir jetzt ja fertig. Im August kommt dann der Elevator. Ende August, ne? Bis dahin ist dann normal spielen und im September haben wir dann hier den LD und da wird es dann das nächste Mal entscheidend werden. Und ich hoffe mal, wir können da von den Stat-Punkten wiederum ein bisschen aufholen. Dadurch, dass ich ja schon ein bisschen was geplant habe im nächsten Legendary Dungeon, hoffe ich mal, dass wir dort halt eben auch dementsprechend ein bisschen Gold machen werden. Ja, da wir wieder so eine Challenge haben werden, wo es eher um Zero Death Runs gehen wird, denke ich mal, werden wir nicht allzu viel Gold zusammenkratzen, aber ich hoffe mal durch die Masse an Runs, die wir dann da mitnehmen, trotzdem so ein bisschen Abstand ausbauen zu können. Ich bin gespannt, wie hart Strider da reingehen wird, weil beim letzten LD hat er nur 9 Runs gemacht und relativ wenig Gold dadurch gefarmt. Da hatte ich dann schon letzten LD deutlich mehr. Wenn er jetzt diesmal wirklich auch nur noch so 10 Runs macht oder so, ja, dann sollten wir da schon einen guten Vorsprung trotzdem rausbekommen. Aber wir werden das Ganze dann mal beobachten. Ja, ich hätte jetzt auch nämlich nicht gedacht, dass Strider auch so hart in den World Boss reingehen wird. Damit habe ich zum Beispiel jetzt auch nicht gerechnet gehabt. Aber ja, deswegen mal gucken, wie hart er dann beim LD reingehen wird. Ne? Das ist dann so die Frage. Da wird man dann natürlich nicht ganz so viel Gold rausholen wie beim World Boss. Ne? Deswegen wird er wahrscheinlich auch da ein bisschen mehr reingegangen sein, als jetzt zukünftig dann beim Legendary Dungeon. Ja, aber ansonsten sind wir trotzdem immer noch einigermaßen gut mit dabei. Und werden jetzt erstmal versuchen, dann den Abstand so, den wir jetzt hier halt haben, über den Monat zu halten, beziehungsweise versuchen halt noch ein bisschen ranzukommen. Rankommen wird schwierig, weil Strider und ich, wir haben ungefähr denselben Playstyle. Wir machen nicht wirklich viel Abstand zueinander, weil wir wirklich sehr identisch spielen und uns kaum was schenken so. Ne? Bauer ist halt, ja, da kommen wir beide nicht ran. Da ist GG. Keiner von uns beiden maked halt den Greifen so. Deswegen wird das halt eben nichts werden. Und ja, deswegen hoffe ich mal, dass wir halt einfach den Abstand halten, vielleicht marginal rankommen und dann beim LD einfach wieder rankommen, vielleicht sogar überholen, aber das wird sich halt eben zeigen, wenn es soweit ist. Und dann bin ich auch gespannt, wie sehr Strider da reingehen wird. Ja, aber das ist so auf jeden Fall erstmal der Zwischenstand nach 1 Monat Challenge, ja, und wie viel wir halt eben gemacht haben. Alle sind über 10.000 Base Stats gekommen, ne? Bauer sogar über 11.000
Und deswegen denke ich mal von uns dreien trotzdem eine gute Leistung. Vielleicht habt ihr ja mitgetrackt, vielleicht habt ihr euch selbst ja auch so ein bisschen mitverfolgt und habt gesehen, okay, hey, ich habe auch über 10.000 geschafft, dann herzlichen Glückwunsch. Ja, wenn nicht, dann auch nicht schlimm. Ja, kommt ja mal drauf an, auf welchem Level ihr gerade spielt. Aber das ist auf jeden Fall so erstmal unser Progress gewesen über den ersten Monat. Challenge, perfektes Spielen mit Timer, ne, mit alles abpassen und so. So gut es geht, den Char optimal zu spielen, ohne viel sich zu schenken, ohne viel Stadtwache zu verpassen, ohne Goldgrube überlaufen zu lassen, etc. pp. Ist das so das Resultat nach Monat 1. Deswegen, ja, bin ich gespannt, wie die nächsten Monate verlaufen werden und bin erstmal raus. Also wenn das jetzt so weitergeht natürlich, ne, dann kann man sich jetzt das zusammenrechnen oder auf die nächsten 6 Monate, ne, auch ausrechnen, dass wir halt bis zum Ende des Jahres easy über 60.000 Base-Stats machen sollten. Wahrscheinlich sogar noch mehr durch die Pay-to-Win-Events noch. Und wir haben ja auch jetzt halt alle über 10.000 geschafft. Nicht genau 10, sondern über 10.000. Deswegen kann man so zwischen ja, wahrscheinlich so 70.000 Stat-Punkte im ersten oder ja, im letzten halben Jahr anpeilen. Wenn man das jetzt auf ein Jahr hochrechnen würde, wären wir bei 140.000, die wir jetzt im Jahr gemacht hätten mit optimalen Playstyle. Und ich weiß nicht, wo wir mit 140.000 Base-Stats pro Jahr gestanden hätten. Da müsste man mal gucken, wie es letzte Jahr verlaufen ist, wie viel dort die Leute gemacht haben. Aber wenn man das jetzt so grob überschlagen würde, könnte man so 150.000 anpeilen pro Jahr mit Base-Stats, ne, wenn man optimal spielt, plus Pay-to-Win-Events reingeht. Und dann müsste man mal gucken, wo man da war. Ja, ich habe jetzt hier die Liste leider nicht mehr. Das wäre noch relativ interessant gewesen. Wie viel, ich habe das jetzt nicht mehr auf dem Schirm, wie viel die letztes Jahr insgesamt gemacht hatten. Aber das wäre auf jeden Fall interessant zu wissen. Ich weiß nicht, ob das die Liste gewesen ist. Wir gucken mal kurz nach. Ja, das war jetzt mal in welcher Playtime ist das denn jetzt hier? Ja, wie komme ich denn jetzt hier rüber? So, das ist okay, das ist das erste halbe Jahr. Anscheinend. Okay, ja, da kann man jetzt noch nicht so viel deuten, weil hier können natürlich auch Leute immer ein bisschen Gold aufgehoben haben. So, ne, aber irgendeine von den Listen war das auf jeden Fall. Vielleicht war das die Liste hier. So, mal gucken, welcher Zeitraum ist das hier? Erster Scan, zweiter Scan. Nee, das ist es auch nicht. Das ist die Summe. Ich kann's euch jetzt gerade nicht sagen. Ja, ich kann es euch jetzt nicht sagen. Das ist hier die Creator-Liste. Ich weiß es nicht. Ja, aber wir werden es sehen. Ja, ist ja sowieso nur eine kleine Hochrechnung jetzt erstmal gewesen. Okay, aber das war es soweit von mir. Ja, wenn euch die Challenge gefällt, dann lasst mich gerne wissen. Lasst gerne ein Like, Kommi da. Wird mich auf jeden Fall sehr unterstützen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.